Servus, schön, dass du da bist. Heute gibt es ein super leckeres Rezept zu Bremer Kanelbrötchen. Eine regionale, aber ansonsten fast unbekannte Spezialität. Bedauerlicherweise, weil sie wirklich super lecker sind, sehr schmackhaft und für die Jahreszeit mit Zimt genau das Richtige. Dieses Rezept habe ich zugeschickt bekommen von Holy, meinem Zuschauer. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und los geht's! Dafür starten wir mit 180 Milliliter Vollmilch und 10 Gramm frische Hefe. Diese gibst du in die Milch und löst sie vollständig auf. Dann deckst du das Glas ab und lässt die Milch-Hefe-Mischung für die nächsten 15 Minuten erstmal stehen. Nun können wir uns auch bereits eine große Schüssel richten. In diese geben wir 480 Gramm Weizenmehl Typ 405. Dort kommen 10 Gramm Salz hinein. Nun gibt es die reichhaltige Menge von 55 Gramm Rohrohrzucker. Den bekommt ihr zum Beispiel im Reformhaus oder auch bei DM, Rossmann oder ähnliches. Vermenge die trockenen Zutaten miteinander und mach dir eine Kuhle. Dort kommt ein Ei hinein. Nun hat das Milch-Hefe-Gemisch seinen großen Auftritt und kommt natürlich auch in die Schüssel rein. Und zu guter Letzt 190 Gramm zimmerwarme Butter. Deine Schüssel kannst du nun in deine Küchenmaschine geben und dir für die nächsten 8 Minuten einen geschmeidigen Teig verkneten lassen. Das geht auch mit dem Handrührgerät und den Knethaken. Der Teig sollte dann auch bei dir genauso cremig sein wie bei mir. Dann befreie deine Küchenmaschine davon. Entnehme deine Schüssel und lass den Teig nun für die nächsten 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur gehen. Dabei lege und falte ihn 3-mal alle 30 Minuten in der Schüssel. Befeuchte dir dafür deine Fingerchen, dass der Teig nicht daran kleben bleibt. Dann kratze ihn ruhig noch von der Schüssel ab. Gibst den Deckel wieder drauf. Dies wiederholst du, wie gesagt, 2 bis 4 Mal, um Spannung in den Teig reinzubekommen. Nach bei mir 3,5 Stunden ist der Teig ein wenig aufgegangen. Bemehle nun deine Arbeitsfläche und gebe natürlich den Teig da drauf. Du wirst feststellen, dass er Blasen geworfen hat und richtig kompakt. Also ein kräftiger Teig aus der Schüssel flutscht, ohne den Teig von oben zu bemehlen. Und du siehst, der klebt überhaupt nicht an den Händen. Und nun lege und falte den Teig ein paar Mal und bringe ihn damit auf Spannung. Das ist effektiver, als ihn nochmals zu kneten. Drücke natürlich die gesamten Luftblasen raus und immer wieder kräftig einschlagen. Ziehen, dehnen und legen. Wenn du so eine schöne Teigkugel hast, dann wird der zuerst einmal gewogen. Bei mir ist es knapp 1 Kilo geworden. 1 Kilo? Und dann nehme ich mir 9 Semmeln mit 110 Gramm ab. Du könntest auch größere oder noch ein paar kleinere machen, ganz so wie es dir beliebt. Aus den Teigstücken werden nun Semmeln geformt. Dafür drücke dir die einzelnen Teiglinge flach, rolle oder lege sie ein und dann dreh dir daraus eine Teigkugel. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Das ist ähnlich, als würdet ihr einen Knödel machen. Sind alle Teiglinge fertig, richte dir eine Schüssel mit Wasser, genauso wie eine Schüssel mit 50 Gramm Paniermehl, 100 Gramm Rohrohrzucker und das Beste 10 Gramm Zimt. Vermenge die Zutaten miteinander, sodass sie sich ordentlich verbinden können. Nun nehme dir jeden einzelnen Teigling, rolle ihn nochmal ein. Dann wälze ihn durchs Wasser und dann darf er auch bereits in die Zimtmischung hineingegeben werden. Drück die Mischung ruhig ein wenig fest und dann gib die einzelnen Teiglinge in eine ausreichend große Backform, die auch im Kühlschrank Platz hat.
Nun wird nur noch ein wenig Platz geschaffen. Überprüfe, dass die Semmeln auch ausreichend Platz haben miteinander und dann decke die kleinen Teiglinge auch schon mit deinen Bäckerleinen für die nächsten 2 Stunden ab und lass es bei Zimmertemperatur ruhen. Hier ist herrlich zu sehen, wie die Hefe schön gearbeitet hat. Nun sind sie auch bereit für die nächsten 12 Stunden mit einer Folie in den Kühlschrank gegeben zu werden. Am nächsten Morgen war ich zu schlafmützig, habe vergessen, das Licht anzumachen, aber ihr könnt sehen, dass die Semmeln auch im Kühlschrank ein wenig aufgegangen sind. Lasst sie nun 2 Stunden nochmal bei Zimmertemperatur gehen. Sollten es jedoch über 22 Grad bei dir in der Küche sein, dann reichen auch 1,5. Heize die letzte halbe Stunde deinen Backofen auf 190 Grad vor und gebe eine Schüssel mit heißem Wasser hinein. Zu guter Letzt kommen die Teiglinge auf dein Backblech. Gebe sie sogleich in den vorgeheizten Backofen und lasse sie für die nächsten 25 Minuten ausbacken. Wunderbar wohlig duftend kommen die Kanelbrötchen aus dem Backofen raus und sehen nicht nur fantastisch aus, sondern es riecht auch phänomenal. Zu guter Letzt gebe sie auf ein Gitterrost, damit sie auskühlen können. Knusprig von außen zeige ich sie euch gerne noch von innen. Da sind sie nämlich flauschig weich mit einem herrlichen Mundgefühl. Genauso wie ich es mag. Sehr lecker auf jeden Fall. Und wird unsere Backecke auf Dauer bereichern. Und es passt für mich zu herzhaften, genauso wie zu süßen Aufstrichen. Ein bisschen Käse und Marmelade oben drüber. Perfekt. Und ich wünsche euch mal wieder viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Wird's euch. Und natürlich guten Appetit.